Es ist ja schon sehr traurig, was wir hier erleben. Anstatt einer Diskussion gibt es den Austausch darüber, wie man die Diskussion am besten unterdrücken kann. Und dass es hier nicht wirklich um Desinformation oder den Kampf dagegen geht, sondern um die Unterdrückung anderslautender Meinungen. Das zeigt schon das aggressive Klima hier. Zum Beispiel der Herr vor mir sitzend von Renew, Mr. Allione, der eine aggressive politische Agenda vorgetragen hat und der genau weiß, dass der Blackout in Spanien eben nicht vom Flatterstrom durch Windkraft erzeugt worden ist. Das nennt er eine Verschwörungstheorie. Blackout in Spanien und Portugal, da weiß man noch nicht, denn besonders die rechtsextremen Kollegen haben gesehen, das ist eine Gelegenheit, gegen erneuerbare Energien vorzugehen. Denn diejenigen, die die Lügen verbreiten, sind auch die, die gegen ökologische Fortschritte sind, gegen Wenden oder da werden die Ursachen geleugnet. Deshalb muss man gegen Plattformen vorgehen, die das Ganze weiter verbreiten und sich dagegen wenden, das Ganze überprüfen zu können. Da weiß man ja schon, wohin der Hase läuft. Und die Kommission sagt auch ganz offen, wir können unterschiedliche Meinungen haben, aber wir können nicht unterschiedliche Fakten haben. Natürlich haben wir das Recht, eigene Meinungen zu haben. Wir haben aber nicht das Recht, Fakten zu besitzen und sie gehören uns nicht. Aber wenn die Kommission der EU es nun ist, die entscheidet, was ein Fakt ist und was nicht und was Meinung ist und was nicht, dann sind wir eben auf dem Weg in ein totalitäres System. Und das, liebe Kollegin da hinten, das erinnert wirklich an die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Am deutlichsten ist das in den USA, wo der Krieg gegen die Wissenschaft auf breiter Front gefahren wird, mit sehr deutlichen Ähnlichkeiten zu den Vorgängen in den 1930er Jahren in Deutschland. Wo damals Bücher brannten, werden heute Daten gelöscht. Wo damals jüdische Professoren ihre Anstellung verloren, werden heute ganze Forschungseinrichtungen geschlossen. Und wir wissen ja, dass die Kommission NGOs bezahlt hat aus dem LIFE-Programm, um eben in ihrem Sinne hier Stimmung zu machen. Das hat nichts mit Wissenschaft und Demokratie zu tun. Das ist einfach ein Vorantreiben einer bestimmten Agenda. Peter Liese, er ist ja jetzt leider nicht mehr da, hat zumindest versucht, eine Diskussion hier zu beginnen und sagt, der Anteil der Menschengemachte des CO2 sei sehr klein und das will er zugeben, aber gerade deswegen sei es doch wichtig, diesen kleinen Teil sozusagen zu kontrollieren. Wenn die Leute zum Beispiel sagen, dass CO2-Emissionen, die vom Menschen verursacht sind, nur einen kleinen Teil der CO2-Emissionen in der Atmosphäre darstellen, das mag stimmen, aber wenn etwas aus dem Ruder gerät, macht es dann nichts aus, ob es 1 oder 10% sind. Wenn man da in Richtung Abgrund geht, ist es ja letztendlich der letzte Meter, der einen umgebracht hat. Und man will ihm entgegnen, ja, was ist denn mit Vulkanausbrüchen, ähnlichen Naturereignissen, die diese Anstrengungen in 0, nichts zunichte machen können? Könnte man einwenden, hier würde eine Diskussion beginnen. Stattdessen wirkt man die Diskussion ab, erklärt gegnerische Meinungen zu Desinformation. Wir brauchen aber dringend diese Diskussion. Meine Frage ist eben an die Kommission, falls Sie das beantworten können, wo beginnt die Grenze zwischen abweichender Meinung und Desinformation? Wie wollen Sie das überhaupt jemals feststellen? Dankeschön. Meinungen und Fakten sind natürlich unerlässlich für eine entfaltete demokratische Diskussion. Das ist ganz klar. Aber Fakten sollten natürlich weiter unsere Meinung gestalten und unsere Meinungen sollten aber nicht die Fakten beeinflussen. Ganz unabhängig davon, ob man unterschiedliche politische Meinungen hat, müssen wir alle auf der gleichen Grundlage stehen. Und dann kann man auch demokratisch miteinander im Gespräch stehen.